Du kennst das vielleicht. Andere sehen gar nicht, wie viel Kraft dich selbst normale Dinge kosten. Von außen wirkt bei dir alles normal, aber innerlich bist du oft schon am Limit, ohne dass es irgendjemand überhaupt merkt. Ich bin Carola und ich kenne solche Situationen gut und aus dem Austausch mit anderen Betroffenen weiß ich, dass es vielen anderen genauso geht, ganz unabhängig von der Diagnose oder von dem Hintergrund, den man hat. Hier auf diesem Kanal geht es darum, unsichtbare Belastungen sichtbar zu machen und das mit vielen kostenfreien Inhalten und zwar nicht nur für Betroffene, sondern auch für die Menschen im Umfeld. Unsichtbare Erschöpfung ist schwer greifbar. Die hat nichts mit Faulheit zu tun und auch nichts damit, wie sehr man sich anstrengt oder so. Die zeigt sich im Alltag oft schleichend und für andere ist das kaum nachvollziehbar. Um dich in dieser Situation ein bisschen zu unterstützen, habe ich heute 10 Dinge zusammengestellt, die viele Menschen mit unsichtbarer Erschöpfung kennen und die man meist erst dann wirklich versteht, wenn man sie selbst erlebt. Und vielleicht erkennst du dich ja an dem einen oder anderen Punkt wieder. Ich starte jetzt mal mit dem ersten Thema. Ja, was an dieser Erschöpfung so schwer zu erklären ist, man sieht sie dir oft nicht an. Denn du funktionierst ja, du sprichst, du lächelst, aber innerlich bist du fast auf Null. Und genau das löst wahrscheinlich die meisten Missverständnisse aus. Und es gibt ja oft diese Sprüche, wenn man erzählt, dass es einem nicht gut geht. Zum Beispiel, du siehst aber gut aus oder man sieht dir aber gar nichts an. Auf mich wirkt es immer ein bisschen so, als wenn mir nicht geglaubt wird. Ja, obwohl vielleicht ist es auch gar nicht so gemeint. Ja, dieses Unsichtbare, das zieht sich durch ganz viele Bereiche des Alltags. Nehmen wir zum Beispiel mal die Uhrzeit. Während andere ihren Tag nach Uhrzeiten planen, müssen wir eher darauf achten, wie unser Körper denn gerade drauf ist und was damit machbar ist. Unsere Einheit ist also nicht die Zeit, sondern Schmerz, Energie und Gesamtzustand. Und da machen wir mal mit diesem unberechenbaren Energielevel weiter. Das spüren viele schon direkt nach dem Aufwachen. Viele wachen gar nicht erholt auf, sondern starten schon mit einem Defizit. Denn die Nacht war mal wieder bescheiden und alles andere als erholsam. Der Akkustand ist also schon morgens niedrig. Das kennen bestimmt viele von euch, oder? Und wenn der Tag schon so startet, dann zieht sich der Energiemangel meist wie ein roter Faden vom Morgen bis zum Abend. Denn im Laufe des Tages kommt ja vielleicht noch ein kurzer Einkauf dazu oder ein Gespräch oder etwas Organisation. Und das kann einem dann schon den Rest geben. Und plötzlich findet man sich in einem starken Erschöpfungszustand wieder und dann geht wirklich gar nichts mehr. Und spätestens jetzt braucht es Erholung. Aber wenn man erstmal in dieser tiefen Erschöpfung steckt, dann kommt man meist gar nicht so schnell wieder raus. Bei mir hat es früher oft mehrere Tage gedauert, bis ich wieder halbwegs auf der Spur war. Zum Glück erhole ich mich heute deutlich schneller und woran das liegt, darauf komme ich später noch zu sprechen. Ja, und was viele auch nicht sehen, wir sind dann ja vorher schon die ganze Zeit über unsere Grenzen gegangen. Es gibt einfach keinen Spielraum mehr. Der Akkustand ist wirklich bei Null und man ist komplett leer. Andere können das einfach nicht nachvollziehen und denken vielleicht, dass wir übertreiben, aber die kennen das eben nicht. Und für uns ist das aber bittere Realität. Ja, und was ja auch noch ist, dieses Leersein, das betrifft ja nicht nur die Pflichten des Alltags, also es kommt ja nicht nur davon, sondern auch von Momenten, die eigentlich schön sind. Denn auch Dinge, auf die man sich freut, können richtig viel Energie kosten. Zum Beispiel ein Treffen oder ein schöner Ausflug, ein gutes Gespräch, die gibt es ja auch. Und in dem Moment fühlt sich das vielleicht sogar gut an. Aber danach merkt man dann, wie sehr es den Körper angestrengt hat. Also die Erschöpfung kommt oft erst später und auch das macht es für andere und manchmal auch für uns selbst schwer nachvollziehbar. Und parallel dazu reagieren auch die Sinne oft empfindlicher, wenn der Körper erschöpft ist. Bei mir waren es früher vor allem Geräusche, Kälte und Licht, die mir richtig zu schaffen gemacht haben. Kälte und Geräusche habe ich manchmal wie Schmerz empfunden. Und es gab Zeiten, da konnte ich nicht mit meiner Familie zusammen essen. Da war das Lachen von den Kindern, das Besteck, irgendwelche Geräusche am Tisch. Das war für mich einfach nicht auszuhalten. Ja, und auch bei Licht war ich sehr empfindlich. Zu blaues Licht oder zu rot, zu stark. All das hat mir richtig Stress gemacht.
Heute ist es viel, viel besser geworden. Und das liegt nicht an einer einzelnen Sache, die ich gemacht habe oder so, sondern das sind mehrere Stellschrauben, die ich im Laufe der Zeit für mich gefunden habe. Und wie gesagt, ich gehe ja später noch genauer darauf ein. Ja, durch diese Empfindlichkeiten kann sich der Tag dann manchmal auch ganz plötzlich verändern. Denn es kann sein, dass man sich eigentlich gerade ganz stabil gefühlt hat und kurze Zeit später geht dann plötzlich gar nichts mehr. Von einem Moment auf den anderen. Und bestimmt haben einige von euch das auch schon mal erlebt. Also ich habe das oft erlebt. Irgendwas triggert dann und manchmal kann es schwer sein, diese Trigger unter Kontrolle zu halten. Denn es gibt ja auch Dinge wie zum Beispiel das Wetter oder was weiß ich, Gerüche in der U-Bahn oder so. Die kann man ja gar nicht wirklich beeinflussen. Also da kann man ja gar keinen Einfluss drauf nehmen. Das ist ja nun mal so. Ja, und dann braucht man Pausen, die für andere gar nicht nachvollziehbar sind. Denn Pausen, wie andere sie kennen, funktionieren bei chronischer Erschöpfung oft gar nicht. Wir brauchen dann echte Auszeiten, manchmal über Stunden oder sogar Tage. Nicht, weil wir das möchten, sondern weil uns unser Körper einfach dazu zwingt. Und das führt letztendlich zu neuen Strategien im Alltag, zum Beispiel beim Einteilen der Energie. Viele entscheiden nämlich sehr bewusst, wofür sie ihre Kraft einsetzen, wenn einfach nicht mehr genügend vorhanden ist. Dinge, die für andere selbstverständlich sind, die kosten uns viel Energie und genau deshalb können wir nicht alles angehen. Wir müssen überlegen. Und du überlegst wahrscheinlich auch genau, was wichtiger ist, was dringender ist. Du planst vielleicht um, lässt manches vielleicht bewusst liegen, um an anderer Stelle noch handlungsfähig zu sein. Und von außen sieht das dann manchmal vielleicht aus wie Rückzug oder wie Desinteresse, zum Beispiel wenn man eine Verabredung absagen muss. In Wirklichkeit ist das aber ein sehr aktiver Umgang mit den eigenen Grenzen, finde ich jedenfalls. Ja, genau aus all diesen ganzen Erfahrungen heraus habe ich im Laufe der Zeit Dinge gefunden, die mir im Alltag helfen. Und mir ist wichtig, das gleich klar zu sagen. Es war nicht eine einzelne Sache und es war auch nichts, was schnell ging. Aber es ist heute besser als früher und zwar spürbar besser. Und der größte Hebel für mich ist die Ernährung. Die spielt bei mir eine zentrale Rolle. Ich reagiere sehr stark auf Kohlenhydrate und wenn ich das konsequent und strikt umsetze durch eine spezielle Low-Carb-Ernährung, dann habe ich Energie über den ganzen Tag, ich bin deutlich weniger erschöpft, ich kann mich besser konzentrieren und habe einen klaren Kopf. Wichtig ist dabei, ein bisschen Low Carb reicht bei dieser Symptomatik oft nicht aus. Das habe ich nicht nur bei mir selbst erlebt, sondern auch im Coaching immer wieder gesehen. Für mich ist es unglaublich wichtig, dass ich dabei konsequent bin, denn das entscheidet, ob ich erschöpft bin oder nicht. Das ist tatsächlich so. Gleichzeitig gibt es bei mir noch eine Sache, die zum Glück nicht oft vorkommt. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Infarkt an der Hypophyse, die sitzt hier im Kopf, und dadurch produziert mein Körper kaum noch selbst Cortison und ich muss es für den Rest meines Lebens einnehmen. Und das hilft mir natürlich, aber es reguliert nicht so fein wie bei einer gesunden Hormonproduktion. Und auch deshalb wird Erschöpfung für mich immer ein Thema bleiben, denn Cortisonmangel hängt in meinem Fall direkt mit Energiemangel zusammen. Und dann spielen bei mir auch noch bestimmte Nährstoffe eine große Rolle. Vor allem Magnesium, ganz wichtig, Vitamin D und Omega-3 und auch noch ein paar weitere. Und seit etwa einem Jahr beschäftige ich mich intensiver mit dem Nervensystem, mit Atmung, mit Regulation und auch mit diesem Gerät hier, das ich hier einblende. Denn auch das Nervensystem kann Auswirkungen auf die Erschöpfung haben. Das wirkt natürlich nicht von heute auf morgen, aber es ist bei mir langfristig stabilisierend, das kann ich sagen. Ja, und all das zusammen hat dazu geführt, dass meine Erschöpfung heute zwar nicht weg ist, das liegt ja wie gesagt schon an dem Cortison, aber es ist deutlich besser und im Alltag, ja, händelbarer für mich. Und dann gibt es noch Dinge, die mir im Alltag zusätzlich gut tun, das jetzt nicht als Lösung, sondern einfach als Unterstützung. Zum Beispiel, wenn wegen der Erschöpfung nicht mehr viel geht, weil ich einfach drüber bin, dann gönne ich mir manchmal eine Massage. Ich nutze dafür mein Massagegerät von Donnerberg. Das nimmt etwas Spannung aus dem Körper, tut einfach gut und tröstet. Irgendwie tröstet das mich auch manchmal, so wie eine Wärmflasche das auch kann. Also so meine ich das. Natürlich, es löst keine Erschöpfung, aber es hilft mir einfach besser damit umzugehen, gerade an schwierigen Tagen und es tut einfach gut.
Und in diesem Video hier, da stelle ich das Gerät vor. Ich zeige das da auch genauer, falls dich das interessiert. Ja, und vielleicht hast du beim Zuhören gemerkt, warum es für andere oft so schwer ist, die Sache mit der Erschöpfung wirklich zu verstehen. Und wenn du jemanden hast, der es gut mit dir meint, dich aber trotzdem oft nicht richtig versteht, dann teil einfach dieses Video mit ihm. Manchmal bringt das mehr Verständnis und es erklärt Dinge, die man selbst oft nur schwer ausdrücken kann. Erschöpfung kann, wie ich vorhin schon angedeutet habe, auch mit Stress zusammenhängen. Und viele haben neben der Erschöpfung ja auch mit Schmerzen zu tun. Und in diesem Video zeige ich, wie Stress Schmerzen verstärken kann und warum der Körper dabei oft nicht richtig runterfährt. Bis bald im nächsten Video.